Dieses Video wird euch präsentiert von Recaro. Weitere Infos zu unserem Gamescom-Partner gibt es in der Videobeschreibung. Im November steht mit Planet Zoo die Möglichkeit an, seinen Traumzoo zusammenzubauen, und wir können euch jetzt erstes richtiges Gameplay aus dem Tycoon, aus dem Aufbauspiel zeigen, und vor allen Dingen können wir über die Entwicklung des Spiels und über viele, viele Details des Spiels sprechen, denn bei mir ist Matthew Florians. Danke, dass Sie hierher sein können. Und du bist der Lead-Audio-Designer des Spiels. Ja. Deshalb werden wir gleich auch darüber sprechen, wie die Geräusche ins Spiel kommen, der Tiere. Ja. Vorher starte ich mal hier unser Material, damit wir ein bisschen sehen, wie sieht Planet Zoo eigentlich jetzt im laufenden Spiel tatsächlich aus. Ja. Ihr habt uns schönes Material mitgebracht, wo auch tatsächlich mal ein bisschen gezeigt wird, wie man Sachen platziert, wie das alles aufgebaut wird. Und wir sehen ja auch gerade schon einen Bär. Und du hast mir vorher in der Vorbesprechung schon erzählt, wie ihr die Geräusche teilweise für die Tiere nachbauen müsst. Denn ihr könnt nicht einfach in den Zoo gehen, denn im Zoo, hast du mir gesagt, die machen gar keine Geräusche. Nee. Wenn man in den Zoo reingeht, die Tiere sind so still und sie machen keine Geräusche. Da gibt es nichts aufzunehmen, nur Kinderstimmen oder Wasserwerke oder Wind oder so. Und ja, da macht man kein Spiel damit. Und wie macht ihr es dann? Also wir brechen das alles in kleinen Stückchen aus. Also wir haben schon davon geredet, dass die Elefanten, wir machen die nach mit Boxhandschuhen auf in so einer Sandkiste, und dann spielen wir in einer Sandkiste Elefanten und gehen und machen so die Geräusche von den Elefanten, von den verschiedenen Untergründen, so wie man den Sand hier sieht oder Wasser oder Steine oder das Gras an der rechten Seite. Wir müssen das alles nachmachen, und für die verschiedenen Tiere auch. Also die Elefanten hören sich ja anders an als ein Zebra oder ein Flusspferd. Ja. Und für all diese verschiedenen Tiere nehmen wir den Fußfall auf, aber auch die verschiedenen Fälle und so, die nehmen wir alles auf. Das Atmen nehmen wir auf. Und dann, wenn es darauf ankommt, wie die Tiere echt klinken, also was wir Social Calls nennen, wenn die einander anrufen, dann müssen wir wohl die echten Geräusche der Tiere haben. Und dann, die bekommen wir von der ganzen Welt herein. Okay. Geht ihr denn selber auch in die Zoos und nehmt da die Geräusche auf? Also wir haben das probiert. Wir sind in den Zoo reingegangen und okay, wir sehen hier ein Rhino, wie heißt das? Nashorn. Ein Nashorn, das stürmt auf ein anderes Nashorn an. Es ist Sand überall und man hört nichts. Man hört nichts auf der Aufnahme drauf. Es gibt da keine Schreie, es gibt da kein... Also das hat nicht funktioniert. Wie viele Tiere sind denn im Spiel enthalten? Also wie viele Tierarten habt ihr? Wir haben 50 verschiedene Tiere angekündigt, also mehr als 50 exakt. Und ich mag dieses Tier so viel. Die sind auch so schnell. Man denkt immer, die Schildkröte, was für ein schönes Wort in Deutsch ist das auch. Die sind viel schneller, als man denkt. Aber ja, die 50 verschiedene Tiere haben alle ihre eigenen Wünsche für die Umgebung, für was die mögen, was die nicht mögen. Ja. Und das Management ist also sehr, sehr viel in der Umgebung drin in diesem Spiel. Mehr als in Planet Coaster. Ihr habt ja vorher, ihr habt Zoo Tycoon gemacht, ihr habt Jurassic World Evolution gemacht, euer Studio Frontier Developments. Macht ihr aber auch zum Beispiel Elite Dangerous, also was völlig anderes. Also Elite Dangerous ist wohl, ist ganz anders. Aber die Unterlage, der Cobra Engine, die ist für all diese Spiele dasselbe. Also wir bauen unsere eigene Technologie, und wenn wir Technologie in einem Spiel entwickeln, das geht immer weiter ins nächste Spiel. Also etwas von der Leucht-Engine, wie das Licht funktioniert, das ist von Elite Dangerous an Planet Coaster gegangen, an Jurassic World Evolution und jetzt hier drin und immer wieder weiterentwickelt. Und Elite Dangerous ist hat auch Upgrades gehabt in der Grafik. Also dieselben Menschen, die an einem Spiel arbeiten auch am nächsten Spiel wieder, und wir lernen viel von. Aber seid ihr denn bei euch in der Firma, ihr seid ja auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, seid ihr in einzelne Teams da unterteilt? Also kümmert sich ein spezielles Team nur um ein Spiel, oder wird das immer sehr hin und her gewechselt? Im Normalfall schon, ja. Wir haben also ein Team, das die Geräusche für Elite Dangerous macht und für Jurassic World und dann für dieses Spiel. Ich habe an alle drei Spielen mitgearbeitet. Also man arbeitet an verschiedenen Spielen, aber in der Entwicklung, Core-Entwicklung, arbeitet man an einem Spiel. Jetzt sehen wir es auch tatsächlich mal so ein bisschen. Wir sehen jetzt wirklich echtes Gameplay endlich mal aus dem Spiel. Auch die Benutzeroberfläche. Und da sieht man auch schon mal gleich jede Menge Buttons, die man drücken kann. Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Erklärung dafür, warum es dieses Spiel nur auf dem PC gibt. Ne? Denn es wird ja keine Konsolenversion davon geben. Nein, das ist ein PC-Spiel. Wir entwickeln das als ein PC-Spiel. Das ist korrekt.
Das Jurassic World Evolution davor war ja noch für Multiplattform entwickelt worden. Was war denn jetzt der Ansatz, also wie hat sich der Ansatz dadurch quasi geändert, dass ihr jetzt wusstet, okay, wir konzentrieren uns auf eine Plattform. Ja. Konntet ihr da vom Design irgendwie ein bisschen tiefer vielleicht komplexere Sachen reinbauen? Es ist, wenn man am Anfang von so einem Spiel ist, es dauert ja ungefähr 2 Jahre, um ein Spiel zu machen. Und in den 2 Jahren, was man 2 Jahre lang macht, ist, ich denke, dass das Spiel wird. Dass als ein Team von 140 Leute ist es immer, wir denken, das wird das Spiel sein. Aber es dauert ganz lange, bis man echt das Gefühl für den Spiel hat. Und um das zu machen, muss man ein paar Choices, Entscheidungen am Anfang machen. Und die Entscheidungen sagen, ob es ein PC-Spiel wird oder ein Konsolenspiel wird. Und zum Beispiel in diesem Spiel, die Landschaft ist vollständig Voxel 3D. Man kann ja all die Formen machen, man kann schwebende Inseln machen, wenn man möchte. Das ging in Jurassic nicht, weil wir hatten dann nicht die Technologie, um die Tiere auf so einer Landschaft laufen zu lassen. In diesem Spiel haben wir Technologie weiterentwickelt und die Tiere können sich an der Landschaft anpassen. Die können über Hügel laufen, die können auch navigieren, wenn es ganz fremde Formen und so gibt. Die Technologie geht weiter. Wir lernen von unseren Spielen. Wir sehen es ja hier auch gerade. Ja. Tiere suhlen sich auch gerne mal ein bisschen im Dreck. Weil du gerade gesagt hast, ihr habt die Technologie weiterentwickeln können. Was waren denn so die größten Herausforderungen in der Entwicklung jetzt von dem neuen Spiel, auch gerade im Vergleich zu den Vorgängerspielen? Ja, die Navigation von den Tieren. Also wenn man so viele Tiere in einer Umgebung hat und wir möchten, dass die Tiere sich navigieren können, dann haben wir, das wird etwas technisch, aber es ist ein System, das heißt stateless. Ja. Das heißt also, dass wir nicht im Vorhinein errechnen können, wo die Tiere alles hingehen möchten. Denn wenn man das macht, dann kann man 10 Tiere in einem Zoo haben und das ist noch nicht gut. Also die Tiere machen von Moment auf Moment eine Entscheidung, was sie machen wollen. Und wir müssen all die Technologie darum herum bauen. Und mit der Landschaft und mit, dass das gut aussieht und mit, dass andere Tiere da sind und dass die Zuschauer das auch gut ansehen können und dass die Tierpfleger die Tiere alles gut machen. Das sind die Entscheidungen, die man am Anfang macht. Und das war technisch eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber es kommt jetzt schon ganz, ganz schön zusammen. Kommt gut zusammen, ja. Ja. Ich glaube, demnächst ist ja auch eine Vorbestellter-Beta. Ne? Ich glaube, Ende September, Anfang Oktober kann man das, glaube ich, nochmal ausprobieren. Ja, im September. 24. September haben wir eine Beta-Version, die gespielt wird. Wenn man es voranbestellt, bekommt man auch Zugang zu dem Beta. Ja, stimmt. Wir sehen es jetzt hier, ich weiß gar nicht genau, ob das der Story-Modus oder der Endlos-Modus ist. Wie funktioniert das ganze Spiel in seiner Grundstruktur? Hat man eine Story-Kampagne, wo man dann alles lernt oder so? Das hier ist aus dem Sandbox, also Sandkiste. Kann man das so auf Deutsch übersetzen? Sagt man das so? Ich glaube, wir sagen auch in der Regel Sandbox. Wir machen das in Holland ja auch auf derselben Art und Weise. Ja, also hier bauen wir, ohne dass die Karrieremodus aktiv ist. Karrieremodus ist die erste Umgebung ist diese Umgebung und man bekommt dann ganz Englisch oder Deutsch eingesprochen, bekommt man eine Geschichte, die wird erzählt. Das heißt, du bist der neue Zooangestellte, du bist da, um diese Zoos besser zu machen, um dafür zu sorgen, dass die Tiere es gut haben. Und das sieht man jetzt auch hier. Es ist also so wichtig, dass die Umgebung angerecht ist für die Tierart. Also mit den Tigern hier, die brauchen ja viel Überwachsung, dass sie sich irgendwo drin sitzen können. Die Pflanzen an der rechten Seite sieht man, sollen artgerecht sein. Man kann das untersuchen in Zoopedia und sagen, okay, die Tiger mögen diese Pflanzen, die müssen so viel Wasser haben, die möchten gerne Gras haben, etwas Steine. Es wird alles im Interface erklärt und dann baut man das artgerecht so an. Man muss auch dafür sorgen, dass die Tiere nicht zu gestresst werden. Man sieht ja hier das Glas an der Seite. Das ist, wo die Menschen, die Leute, die im Park sind, die können sich die Tiere da ansehen. Ja. Und wenn die Tiere zu gestresst werden, dann sollen sie auch keinen Platz haben, wo sie sich zurückziehen können. Wie hier auch, wenn man etwas von der Verse weggehen kann.
Ja, und in Karrieremodus spielt man die ganze Welt über, bekommt man neue Zoos, neue Sachen, um zu regeln, um zu sorgen, dass die Zoos gut gehen, dass die Tiere es gut haben. Man hat es in Trailern gesehen, dass ein bisschen in jeder Region, also in jeder Weltregion, sehen dann auch die Zoos ein bisschen anders aus. Die sehen anders aus und die haben auch andere Sachen, wie die Temperatur ist anders, das Wetter ist anders. Und das ist auch ein Part von das Management. Man soll dafür sorgen, dass ein Elefanten in einer kalten Umgebung nicht zu kalt hat. Man muss ja Wärme Sachen in der Umgebung haben. Wir sahen das vorhin schon, da war alles weiß und da waren die Orangen. Das ist so eine Art das Heatmap. ist Heatmap, ja. Und da kann man sehen, ob die Tiere die angerechte Temperatur haben. Ah, okay. Und das kostet ja mehr im Unterhalt. Und das ist, wo das Geld dann reingeht. Das ist ein ganz interessanter Punkt mit dem, das kostet mehr und ja, also der Preis, den man für eine gute Pflege der Tiere auch aufbringen muss. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt euch auch eben mit Experten natürlich unterhalten und ein bisschen rauszufinden, okay, was macht eigentlich so ein Zoo, was hat er an Aufgaben heutzutage? Ja. Aber auch, wo sind die Grenzen? Weil es muss ja auch Spaß machen. Ne? Das ist immer so, ja, stimmt. Es ist ja mit modernen Zoos ist es so, dass die züchten Tiere, um dafür zu sorgen, dass die Artenvielfalt erstanden bleibt und dass die Tiere auch in der Natur zurückgesetzt werden können. Und das ist auch ein Unterteil von Planet Zoo, wo man seinen eigenen Franchise-Zoo bauen kann und seine eigenen Tiere hat. Und wenn man die Tiere züchtet, dann nehmen sie das DNA von das vorige Tier über. Also man kann ein besseres Tier züchten, das länger lebt oder größer ist oder eine schöne Patron auf der Haut hat. Und in der Franchise-Mode kann man online gehen und sein eigenes Tier mit anderen Tieren austauschen. Okay. Von anderen Spielen, die einen eigenen Zoo haben, einen eigenen Franchise-Zoo. Und dann also mit anderen Spielen die Tierarten besser und besser machen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Am 5. November kommt es raus für den PC Planet Zoo. Und vorher gibt es nochmal eine Beta für die Vorbesteller. Matthew, ich habe jetzt aber noch eine kleine Runde Rapid-Fire-Questions für dich. Gespannt. Gucken wir mal. Ja. Mal schauen. Ich habe jetzt gerade keine Uhr hier, aber vielleicht sagt mir die Regie sagt mir gerade, sie stoppt mit. Das ist auch besser, dann muss ich nämlich nicht da hingucken, dann kann ich hier schön den Buzzer hauen. Wir geben dir 90 Sekunden und schauen mal, wie weit wir kommen. Also, die Uhr geht los jetzt. Welche Farbe beschreibt euer Spiel am besten? Ja, grün. Grün, ja. Das passt natürlich super. Passt auch gut. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier, Schildkröte. Haben wir gerade gesehen. Ja, aber das war ja gut. Was war die dümmste Frage, die du bis jetzt zu diesem Spiel bekommen hast? Es gibt keine dummen Fragen. Oh, Nur dumme Antworten. Das ist ja eine super diplomatische Antwort hier. Popcorn, süß oder salzig? Wie ist es bei euch? Salzig. Salzig? Ja. Okay. Sicher. Bei uns ist eher in der Regel süß. Maus, invertiert oder nicht invertiert? Ja, nicht invertiert. Das klingt schon immer so, als sei das so selbstverständlich, wer das macht. Ich denke immer, die Menschen, die invertiert spielen, die haben etwas mehr, die haben etwas gemeistert, was sehr schwierig ist, in meinen Augen. Also, viel Respekt. Willst du jetzt und hier ankündigen, dass es in eurem Spiel keine Lootboxen geben wird? Es gibt Boxen, wo die Tiere rauskommen. Das sind eure Lootboxen. Das sind genau, ich glaube, die Lootboxen mögen die Leute sehr gerne. Es sind sehr niedliche. Das ist doch super. Was war die dümmste Spieleidee, die dir jemals jemand gepitcht hat? Werden dir überhaupt Spieleideen gepitcht? Das wäre ich selber mal gewesen, denke ich. Ich habe jeden Tag dumme Ideen. Die kann ich nicht alles aus. Wir haben ganz gute Producers, die sagen, Mensch, das ist eine fantastische Idee. Ich stecke die hier in einen speziellen Folder drin, der recycelt bin. Und da wird das ganz gut für dich aufgehoben. Und da sind wir bei 90. Danke. Vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank fürs Mitbringen von dem Gameplay-Material, von dem neuen. Und viel Erfolg mit dem Spiel. Danke, dass du hier warst. Hoffentlich gefällt's. Ja, also ich finde es total niedlich. Total süß. Dankeschön. Fantastisch, danke. Wir machen jetzt bei uns gleich im nächsten Programmpunkt weiter. Vorher machen wir aber eine ganz kleine Werbepause. Also bleibt bitte dran. Und dann geht's, wenn ich mich nicht total irre, mit Destiny weiter. Also, bis gleich.